Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Victorinox Swisscard, hier im Speziellen um die Swisscard Quattro. Die hat hier statt der Schere, wie bei diesen anderen Swisscard Modellen, ein kleines Tool namens Quattro Drive verbaut. Ja, nichts anderes als 4 Schraubendreher auf kleinstem Raum, zweimal Kreuzschlitz und zweimal Schlitz, also wirklich praktisch, schön klein, schön kompakt. Leider ergibt sich bei der Quattro das Problem, dass hier der Raum nicht so ganz optimal genutzt wurde. Hier sieht man bei der Swisscard Lite zum Beispiel, hier liegt die Schere und ungefähr da, wo die Schere liegt, ist hier beim Quattro ziemlich viel Platz. Ich beleuchte das mal ganz kurz von unten und man sieht, wenn man genau hinschaut, dass hier 2 Slots wären und ja, die sind leider nicht zugänglich. Ich dachte mir, vielleicht kann man das ändern und das hat auch ganz gut funktioniert. Das sieht man an dieser Swisscard Quattro. Hier habe ich jetzt noch 2 Slots eingebaut. Ja, das ist eigentlich eine relativ leichte Sache. Zeige ich euch auch gleich. Dort, wo Pinzette und Zahnstocher sitzen, passt ziemlich perfekt ein 3 mm Bohrer rein. Das sieht man hier. Also wirklich fast wie angegossen. Und dann könnte man noch mit so einem kleinen Schleifaufsatz nacharbeiten. Ja, funktioniert wirklich gut und ich muss sagen, es ist wirklich relativ wenig Aufwand. Man braucht allerdings das richtige Equipment dazu. Zumindest funktioniert es damit am besten. Und wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Von Vorteil, aber kein unbedingtes Muss, wäre ein Tischbohrständer. Ja, ansonsten ein Proxxon, ein Dremel oder ein ähnliches Produkt. Mit der Feinjustierung stellt man die richtige Bohrtiefe ein. Man sieht hier die Aussparung der Nagelfeile und die bietet sich am besten dafür an. Dann kann man sich zur Sicherheit den richtigen Anschlag einstellen. Das ist auch kein Muss, erleichtert die Sache jedoch. Und dann wird auch schon gebohrt. Man kann sich vorsichtshalber die Stelle vorher mit wasserfestem Stift anzeichnen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich musste hier nochmal ein bisschen nachbohren, ist aber auch nicht so schlimm, das passiert. Und jetzt kommt dann noch der Schleifaufsatz zum Einsatz. Ja, das war es eigentlich auch im Wesentlichen, also wirklich eine relativ einfache Modifikation. Im Nachgang kann man das hier dann mit einer Nadel oder einem spitzen Gegenstand sauber machen oder vielleicht, wenn man so eine kleine Feile hat, das noch so ein bisschen nacharbeiten. Das ist alles nicht so schwer, also das geht auf jeden Fall sehr leicht. Hier passt jetzt beispielsweise noch eine Pinzette rein und zwar ziemlich gut. Es ist zwar nicht perfekt, aber es geht. Fire End würde vielleicht auch reinpassen. Ja, oder der Pommes-Piker, den ich euch neulich vorgestellt habe, der geht hier auch sehr gut rein. Also ist eine schöne Sache. Ich habe mich hier aufgrund des Videos nur für einen Slot entschieden. Hier sind es 2 Slots und da passt dann auch der Pommes-Piker rein. Und hier diese kleine Feile, das ist eigentlich so eine kleine Stahlfeile, so eine kleine Schlüsselfeile, die habe ich hier abgebrochen. Die passt hier auch rein. Also man ist dann doch sehr vielseitig unterwegs. Man hat einen Stift, einen Zahnstocher, hier den Pommes-Piker, dann diese kleine Feile, eine Pinzette, die Nagelfeile, die Klinge, dann dieses Quattro Drive Tool und hier noch eine Zentimeter-Skala. Ja, ist wirklich eine schöne, kleine, praktische Karte, kann man nicht anders sagen, die Swisscard Quattro, und so ist sie noch ein bisschen vielfältiger als vorher. Ja, wollte ich euch einfach mal zeigen. Es gibt vielleicht einen ganz kleinen Haken bei dieser Sache. Das ist ja ein Victorinox Produkt mit lebenslanger Garantie und die dürfte hiermit ziemlich sicher erloschen sein. Das wollte ich mal nebenbei erwähnt haben. Ansonsten ist es, wie erwähnt, eine relativ leichte Modifikation, wenn man das richtige Werkzeug besitzt. Und mit ein bisschen Feingefühl braucht man vielleicht auch diesen Bohrständer mit der Feinjustierung auch gar nicht so unbedingt. Das würde man vielleicht auch freihand mit einem Bohrer hinbekommen. Also ja, würde bestimmt gehen. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Ich würde sagen, dann war es das auch schon wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.